In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Expert Advisor für so einen dreifachen exponentiellen Moving Average erstellt. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Triple EMA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden. Und auch die zwei Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten mit einem Include-Befehl, der wird uns die Datei trade.mqh importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und stellt uns vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Dazu erstellen wir uns zunächst eine Instanz von der Klasse cTrade und geben ihr den Namen Trade. Die werden wir später verwenden, um Positionen zu eröffnen. Innerhalb der OnTick-Funktion starten wir damit, dass wir den Ask-Preis berechnen. Das übernimmt die Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol_Ask, bitte alles in Großbuchstaben, und mit Normalize_Double und _Digits stellen wir sicher, dass auch die richtige Anzahl der Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar berechnet wird. Danach wiederholen wir das Ganze noch einmal für den Bitpreis. Alles ist identisch bis auf den Variablennamen und diesmal verwenden wir als zweiten Parameter Symbol_Bit. Jetzt nutzen wir MQL_Rates, um uns ein Array zu erstellen, welches die Preisdaten für uns aufnehmen kann. Das sortieren wir mit Hilfe des Befehls ArraySetASeries von der aktuellen Kerze an abwärts. Und mit Hilfe von CopyRates füllen wir jetzt unser Preisinfo-Array für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die dort verwendete Zeiteinheit. Wir starten bei Kerze 0 und wir brauchen die Daten für 3 Kerzen. Heutzutage verwendet man Unterstrich-Symbol und Unterstrich-Period. Für unser Signal erstellen wir jetzt eine Signalvariable vom Typ String, weisen hier aber noch keinen Wert zu, denn den möchten wir jetzt ermitteln. Dazu brauchen wir noch 3 Arrays, eins für unseren 10er, eins für unseren 50er und eins für einen 100er exponentiellen Moving Average. Wir nutzen die MQL-Funktion IMA, um für das aktuelle Währungspaar und die aktuelle Zeiteinheit zunächst für 10 Kerzen ohne einen Verschiebungswert einen exponentiellen Moving Average zu berechnen. Deswegen nutzen wir hier Mode_EMA. Und das Ganze soll anhand der Schlusskurse passieren. Damit ist der erste exponentielle gleitende Durchschnitt berechnet. Wir wiederholen das jetzt noch zweimal. Einmal für 50 und einmal für 100 Kerzen. Bitte vergessen Sie nicht, hier die Variablennamen entsprechend anzupassen. Auch diese 3 Arrays sortieren wir von der aktuellen Kerze abwärts, indem wir die Funktion ArraySetASeries verwenden. Und danach nutzen wir CopyBuffer, um jedes einzelne Array anhand der von uns getroffenen Definition für Buffer 0, also die Signallinie, von der aktuellen Kerze an für 10 Kerzen mit Daten zu füllen. Eigentlich würden an der Stelle auch 3 Kerzen reichen. Und jetzt sind wir in der Lage, Signale zu ermitteln. Ein Kaufsignal würde vorliegen, wenn der exponentielle gleitende Durchschnitt für 10 Kerzen größer ist als der für 50 Kerzen und wenn gleichzeitig der Durchschnitt für 50 Kerzen größer ist als für 100 Kerzen. In dem Fall möchten wir kaufen, also weisen wir den Begriff kaufen unserer Signalvariable zu. Im anderen Fall, wenn der gleitende Durchschnitt für 10 Kerzen kleiner ist als der für 50 Kerzen und der gleitende Durchschnitt für 50 Kerzen kleiner ist als der für 100 Kerzen, dann ist das für uns ein Verkaufssignal, also weisen wir den Begriff Verkaufen unserer Signalvariable zu.
Und wenn unser Signal auf Verkaufen steht und uns die Funktion PositionsTotal einen Rückgabewert von kleiner 1 gibt, dann haben wir keine geöffnete Position und dann möchten wir kaufen, also nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu kaufen. Andernfalls, wenn unser Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir uns hier mit dem Command-Befehl noch eine Ausgabe auf dem Chart. Die wird uns den Text ausgeben, das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem von uns ermittelten Signal. Okay, das war's im Großen und Ganzen. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht wissen, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus diesen Grundlagen-Videos noch einmal anschauen. Oder vielleicht ist auch unser Premium-Kurs interessant für Sie, denn den finden Sie auf unserer Webseite. Für den Moment klicken Sie bitte hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte hier ohne Fehler abgehen und wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann klicken Sie hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Das ruft dann hier den Strategietester auf. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simpler-triple-ema.ex5 aus, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los. Wir sehen die 3 gleitenden Durchschnitte. Wenn Sie mit der Maus darüber gehen, dann sehen Sie auch, welcher Durchschnitt jeweils berechnet wird. Aktuell haben wir kein Signal. Wenn hier noch eine weitere Überkreuzung stattfindet, dann sollte das hier auf Kaufen springen. Das ist jetzt gerade passiert. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie für einen dreifachen exponentiellen Durchschnitt einen Expert Advisor programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.